Und ich finde, das ist jetzt immer der schönste Moment, wenn man sein selbstgebackenes Brot aus dem Ofen holen kann. Es schmeckt richtig, richtig gut, hat eine tolle Textur bekommen, eine tolle Konsistenz bekommen. Dieses leckere Brot hier habe ich ohne großen Aufwand selber gebacken und das könnt ihr zu Hause genauso gut. Daher bleibt unbedingt dran, um zu sehen, wie ich das gemacht habe. Und ich finde, dieses Brot ist wirklich der Beweis dafür, dass es sich manchmal einfach lohnt, Dinge selber zu machen. Und wir starten mit einem Blick auf die Zutaten. Ich habe hier zuerst mal 350 Gramm Weizenmehl Typ 550, dann noch ein Roggenmehl 150 Gramm, dann haben wir 100 Gramm Joghurt. Außerdem ein bisschen Hefe, da könnt ihr entweder ein halbes Paket Trockenhefe nehmen oder auch so 10 Gramm frische Hefe. Dann noch ein Teelöffel Honig, ein guter Spritzer Weißweinessig, 240 Milliliter warmes Wasser, 1 bis 2 Teelöffel Salz, je nachdem wie salzig ihr euer Brot haben mögt und dann außerdem noch ein bisschen Brotgewürz, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann poste ich euch gerne mal das Rezept für selbstgemachtes Brotgewürz. Die Zubereitung könnte simpler nicht sein, denn wir geben jetzt alle Zutaten außer dem Salz erstmal in eine große Rührschüssel. Also unsere Mehlsorten zusammen mit dem Wasser. Außerdem die Hefe mit dazu. Dann natürlich unser Brotgewürz. Den Joghurt. Das ist übrigens ganz normaler Naturjoghurt, also da könnt ihr nehmen, was ihr noch im Kühlschrank habt. Jetzt noch für ein bisschen Süße 1 Teelöffel Honig. Und dann noch 2 Esslöffel Weißweinessig, Apfelessig oder auch einfach einen anderen Essig. Das Ganze wird jetzt zu einem geschmeidigen Teig vermengt. Ihr könnt das gerne mit den Händen machen, jetzt in dieser Form oder auch auf dem Brett. Ich mache das lieber in der Küchenmaschine. Ich finde es nämlich in der Küchenmaschine einfach 1000-mal entspannter. Also einfach den Knethaken einspannen und das Ganze jetzt für 3 Minuten kneten lassen. Nach 3 Minuten gebe ich dann 2 Teelöffel Salz mit dazu. Und nach 3 Minuten, da ist der Teig dann gut genug durchgeknetet. Wir können jetzt hier erstmal, also die Küchenmaschine abschalten und dann erstmal von dem Knethaken entfernen. Und jetzt braucht unser Teig ein bisschen Teigruhe, ich denke so 90 Minuten. Dazu decke ich ihn zunächst mit einem angefeuchteten Geschirrhandtuch ab und dann setze ich einfach noch so einen Teller da drauf, damit der Teig schön feucht bleibt. Und jetzt lasst ihr ihn hier an einem warmen Ort einfach für 90 Minuten gehen. Ich brauche das hier heute nicht im Backofen auf der Heizung und wir haben 30 Grad draußen. Dementsprechend kann er hier wunderbar bei mir in der Küche stehen bleiben. 90 Minuten später hat der Teig dann sich gut ausgeruht und wir werfen mal einen Blick darauf. Ihr seht, dass er recht ordentlich aufgegangen ist und sein Volumen ungefähr verdoppelt hat. Wir stürzen jetzt erstmal auf eine Arbeitsfläche. Dazu gebe ich mir jetzt zunächst ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und hole den Teig dann vorsichtig mit so einer Teigkarte aus der Schüssel. Jetzt dehnen und falten den Teig einmal. Dazu bemehle ich ihn erstmal ein bisschen und ziehe ihn dann hier so ein bisschen in die Länge. Das geht am besten, wenn ihr eure Finger ein bisschen bemehlt, damit der Teig nicht klebt. Und dann faltet ihr ihn einfach von außen hin so zur Mitte. Das könnt ihr auch schon während der Ruhezeit von 90 Minuten machen, also quasi alle halbe Stunde den Teig einmal dehnen und falten, das gibt ihm ein bisschen mehr Stabilität. So, und dann forme ich mir daraus jetzt so ein rundes Brot, dass wir den Abschluss hier unten haben. Das Brot setze ich mir jetzt auf ein Backpapier. Und dann decke ich das Brot einmal ab und lasse es für weitere 40 Minuten ruhen. Und in der Zwischenzeit, da heize ich schon mal meinen Backofen vor. Und zwar auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Und mit dem Ofen heize ich außerdem noch einen Kochtopf auf. Das ist ein ganz normaler Gusseisenkochtopf. Ihr könnt aber auch einen normalen Kochtopf nehmen, der hitzestabil ist. Wenn dann der Backofen vorgeheizt ist und euer Brot geruht hat, dann ist es auch schon schön aufgegangen, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt ritze ich es einfach mit einem Messer einmal so entweder hier so 3 Striche oder einmal über Kreuz ein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich ritze es mir jetzt hier einfach 3-mal so ein und dann noch 2-mal in diese Richtung.
Jetzt bestäube ich alles noch mit ein bisschen Mehl. Und dann nehme ich mir den gut vorgeheizten Topf einmal aus dem Ofen, natürlich mit Ofenhandschuhen, denn der ist jetzt wirklich ziemlich knallerheiß. Nehme den Deckel einmal ab, stelle ihn noch auf jeden Fall auf eine Oberfläche, die diese Temperaturen ab kann. Und dann lasse ich mein Brot jetzt einfach zusammen mit dem Backpapier hier in den Topf plumpsen. Das Ganze könnt ihr hier so ein bisschen verteilen und jetzt schnell den Deckel schließen. Auch hier wieder unbedingt einen Ofenhandschuh nehmen. Das Brot kommt jetzt in den heißen Ofen zusammen mit dem Topf und wird jetzt für insgesamt rund 1 Stunde gebacken. Nach 35 Minuten, da nehme ich den Topf einmal aus dem Ofen, denn wir entfernen jetzt einmal den Deckel. Wie gesagt, auch hier bitte mit Handschuhen auf jeden Fall arbeiten. Und ihr seht, dass das Backpapier hier vielleicht schon so ein bisschen porös geworden ist. Das ist gar nicht so dramatisch, denn das können wir jetzt einfach einmal entfernen. Dazu geht ihr einfach mit einem Kochlöffel hier an das Brot, nehmt es einmal vorsichtig raus und zieht dann das Backpapier weg. Das Brot kommt jetzt nochmal in den Ofen. Wie gesagt, der Deckel bleibt ab. Ich reduziere jetzt außerdem die Ofentemperatur auf 200 Grad. Und dann kommt es wieder zurück in den Ofen und wird für weitere 20 bis 25 Minuten durchgebacken. Durch die niedrigere Temperatur, da wird es jetzt oben nicht mehr so dunkel, sondern gart noch so ein bisschen nach, denn innen ist der Teig noch roh. Dementsprechend würde ich es auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, noch für so 20 bis 25 Minuten im Ofen lassen. Und ich finde, das ist jetzt immer der schönste Moment, wenn man sein selbstgebackenes Brot aus dem Ofen holen kann. Es hat eine schöne Kruste bekommen und ich finde, es sieht einfach nur zum Anbeißen lecker aus. Aber bevor wir das jetzt tun können, dann müssen wir es erstmal einmal aus dem Topf herausholen. Das mache ich hier am besten einfach wieder mit einem Kochlöffel oder mit so einem Küchenschaber oder mit so einer Küchenpinzette. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, denn euer Brot müsst ihr jetzt tatsächlich komplett auskühlen lassen, damit es jetzt noch ein bisschen nachgaren kann und damit ihr es nachher gut anschneiden könnt. Also lasst es jetzt am besten hier auf einem Geschirrhandtuch oder auf einem Kuchengitter für ein paar Stunden auskühlen. Und wenn euer Brot dann vollständig abgekühlt ist, dann können wir es anschneiden. Ich finde, das ist immer der tollste Moment, weil dann wird man belohnt für seine gesamte Arbeit. Und ich finde, ganz genau so muss ein selbstgebackenes Brot aussehen. Ich schneide mir davon jetzt auf jeden Fall erstmal eine ordentliche Scheibe von ab. Und dann können wir es auch genießen. Es duftet wunderbar nach dem Brotgewürz und hat eine schöne Porung bekommen. Es ist richtig saftig und fluffig. Also das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Es schmeckt richtig gut, hat eine tolle Textur bekommen, eine tolle Konsistenz bekommen. Schmeckt sanft nach diesem Brotgewürz und ist einfach wirklich nicht zu vergleichen mit einem gekauften Brot. Und ich genieße es jetzt einfach nur zusammen mit ein bisschen gutem Olivenöl, mit ein bisschen Salz. Aber ihr könnt natürlich auch eine selbstgemachte Butter dazu nehmen oder auch ganz viele andere Beilagen. Also lasst gerne einen Kommentar da, wie es euch geschmeckt hat oder wie euch dieses Brotrezept gefallen hat, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Und wenn ihr mögt, auch gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin.